Hallo und willkommen auf meinem klangfastischen Kanal. Ich bin der Damir und heute habe ich euch ein Set von Lumibrix mitgebracht. Das Night Glow Drive-In mit der Setnummer L9081 mit 1760 Teilen. Hier die Box, Autokino in der Nacht. Hier an der Seite sieht man auch die anderen Sets von der Roadtrip-Serie. Und wo war das? Ach, hier. Da sieht man auch schon ein paar Details auch von innen. Schöne Box, Airplane Box, wie immer bei Lumibrix, mag ich sehr. Die Bauanleitung. In letzter Zeit habe ich angefangen mit der Bauanleitung zu bauen beim Speedbuild, weil ich denke, wenn ich da so die ganzen Seiten umblättere, ist es vielleicht interessanter. Aber auf jeden Fall für das gleiche Bild wie vorne. Mit bisschen Geschichte. Was gibt's noch? Ja, noch so schön ein paar Bildern. Ja, und dann fängt das schon an. Also es gibt zwei Bauanleitungen. Eine hat 112 Seiten, die andere 260. Bauabschnitte gibt es 9, Bauschritte 348. Das macht 5,6 Teile pro Bauschritt. Also eigentlich mehr als normalerweise bei Lumibrix, da sie ja so die Verkabelung so detailliert machen immer. Dann machen wir erstmal das Licht an. Schön. Hier auch die Autos haben eigene Beleuchtung. Na, wenn da die Finger passen. Da. Schön vorne und hinten beleuchtet. Beide. Diese Platte und diese Platte kommen beim Set nicht dazu. Dann haben wir hier auch das. Aber detaillierter kommen wir später, das ist nicht beleuchtet. Und halt das Hauptgebäude. Ja, mit dem schönen Schild und hier alles beleuchtet. So. Dann machen wir das wieder aus alles. Und kommen wir zu den Maßen. Das wird auch jetzt ein bisschen dauern. Weil wir haben ja jetzt zwei Autos. Länge 14,5. Breite 5,5 cm, mit Außenspiegeln 6,5 und eine Höhe knapp 7 cm. Das andere ist auch 14,5, auch 6,5 in der Breite, ja, und auch 7 cm. Also eigentlich sind sie, ja, so in dem Sinne gleich, aber trotzdem anders gebaut. Schön, dass sie vorne und hinten beleuchtet sind, aber hier sind wieder die normalen LEDs, nicht so wie bei der Telefonzelle, wo dieses eine Teil da war. Das fand ich super, aber dieses Set hat ja auch eine Nummer kleiner, also ist früher rausgekommen quasi. So, dann kommen wir zum Kinoschild und Gebäude. Dieses Schild hat eine Breite von 21 cm, hat eine Höhe von 21 cm und eine Tiefe von 9 cm. Das Gebäude, also, da habe ich auch zweimal mir das aufgeschrieben. Also das Gebäude an sich hat 27,5, Tiefe 13,5 und eine Höhe 13 cm. Und dann so inklusive Podest und Schild ist es eine Breite von 36 cm, eine Tiefe von 16,5, aber so, wenn das oben ist, weil so ist dann noch länger. Also 16,5 cm und eine Höhe, also Mast, 30 cm. Der Preis, der aktuelle Preis in Europa ist 112 Euro. Macht 6,4 Cent pro Teil,
sagen wir mal, die üblichen 15%, was man bei Lumibrix immer bekommt, würde dann 95,2 Euro machen, macht 5,4 Cent pro Teil. Ja, so viel habe ich, glaube ich, auch bezahlt. Das war gleich, wo es rausgekommen ist mit 15% Rabatt. Ich habe euch bei der Telefonzelle, glaube ich, gesagt, dass ich euch quasi dann alles aufbaue. Also das Autokino, dann haben wir noch die Tankstelle und haben wir das Hotel und die Telefonzelle und dieses, ja so ein Felsen. Also alles von der Roadtrip-Szenerie. So, da habe ich ein kleines Videochen gemacht und das blende ich jetzt ein und danach sehen wir uns wieder. So, das kurze Video. Das ist jetzt einfach hier aufgebaut, ohne jetzt großartige Modifikationen. Ich denke, man kann aber sehen, wie cool es schon aussehen kann. Ja, die Bauzeit betrug 4 Stunden. Und da wir schon bei der Bauzeit sind, kommt jetzt der Speedbuild und danach nehmen wir das Set ein bisschen auseinander.
Ich hoffe, das Speedbild hat euch gefallen. Das Set. Also fangen wir vom Schild an. Das ist ein großes bedrucktes Teil, so Kartonteil. Man kann das dann hier so, diese zwei Dinger in Transclear, also aufpassen, dass ich sie nicht verliere. So. Und man hat dann dieses und dieses Motiv. Da ich jetzt kein Tablet habe, kann ich euch das jetzt in dem Sinne nicht mit dem Tablet zeigen. Aber das, glaube ich, wurde in der Bauanleitung auch gezeigt. Es ist so gedacht, dass man von dieser Seite kann man das Tablet hier hin tun und dann kann man quasi einen Film laufen lassen und dann schauen Sie sich das an. Das sind so zwei Säulen. Ich vermute mal, das ist wie wenn die Autos da parken, dass da der Ton rauskommt. Ich war noch nie in einem Autokino. Gibt's auch heutzutage nicht so. Aber ich würde das echt cool finden. Auf jeden Fall, ich glaube, es ist so gebaut, eigentlich, dass die Autos von hier kommen, weil hier sind ja Tickets, oder die kommen halt hier hin, müssen aussteigen, kaufen hier die Tickets, dann geht die Rampe hoch und dann können sie irgendwo parken. Ja, weil, das wollte ich zeigen hier. Auf der Seite kann man halt den Ticketstand sehen. Die tun wir jetzt erstmal weg. Und dann kann man das hier so vorne sehen. Ich zeige das mal, bevor wir das jetzt auseinandernehmen. Hier oben das Schild. Und hinten ist auch alles schön gebaut. Was ich sehr cool finde, die Batteriebox ist diesmal so quasi integriert in die Säule. Und ja, man kann es hier öffnen. Und kann man dann wieder auch viele Details sehen. Bei den Autos, die habe ich ja schon gezeigt. Ah ja, dann haben wir das hier, quasi eine Eisverkauf. Da gibt es auch drinnen quasi das Eis. Da ich nie in einem Autokino war, weiß ich nicht. Sind die dann da durchgefahren und haben Eis verkauft? Wer weiß. So, ich wollte jetzt das bisschen auseinandernehmen. Versucht mal das Schild jetzt wegzutun. So. Genau, das fährt uns nicht runter. Ach hier, ein Hundi, ein Dalmatiner. Und das Dach müsste jetzt runtergehen können. Vielleicht ist es auch gar nicht gedacht. Ich bin mir jetzt tatsächlich nicht sicher, ob es gedacht ist, dass man es runternehmen kann. Ich glaube, dieses Dach ist nicht dafür gedacht, dass man es runternimmt. Ach nee, ich bin dumm. Es hat so. Also das komplette Dach geht nicht runter. Dann machen wir es so. Da kann man Hotdogs kaufen, da gibt es Spielautomaten, da gibt es Popcorn. Also wieder mal Details ohne Ende. Und ja, nochmal, hier wenn man es öffnet, vielleicht kann ich dann nochmal besser zeigen, was es da alles gibt. Ich nehme mal ein paar Sachen raus. Hier ein Spielautomat, Flipper, schön alles bedruckt. Dann haben wir hier, ja, ich würde sagen, diese Bonbonmaschine oder so, Keksmaschine, kann man sich da, Vendingmaschine, weiß ich nicht. Diese Kugelteile, die hatte ich eigentlich noch nie gesehen. Ich weiß nicht, ob das schon bei einigen war. Bei einigen Sets oder einigen Herstellern. Dann hier geht das runter. Schaffen wir es? Ja, wir werden es schon schaffen. So, hier. Popcorn. Dann haben wir hier eine Cola-Maschine. Na, komm. Also man kann sich hier alles kaufen, was man will. Ja, dann haben wir hier auch Zeitschriften. Wahnsinn.
Also, während ich es gebaut habe, dachte ich, meine Güte, was kommt denn noch? Was kommt denn noch? Und das ist quasi die Theke. Da sehe ich Popcorn, da sehe ich Pizza, da ist die Kasse. Natürlich alles bedruckt. Alles bedruckt. Und hier auf den hinteren Tür sehen Sie auch hier Candies, quasi Schoko, Riegel und alles, was man kaufen kann. Und dann hier, glaube ich, nochmal Zeitschriften. Also echt cool. Echt, echt cool. Und warte, das könnte ich auch noch rausnehmen. Das ist quasi die Kasse, wo die Tickets verkauft werden. Ja, also jetzt ist leer. Also ich glaube, jetzt habe ich alles. Und sind noch ein paar Drucke da an den Wänden. Hier, da sind Drucke. Und auf der Seite auch. Und auch da, wo, wenn man es zumacht. Hier, schöner großer Druck. Hier Druck so, also echt ohne Ende. Hier auch vorne. Alles bedruckt. Also wieder mal, der Detailgrad ist einfach phänomenal. Und dann bekommt man halt auch dieses ganze Zeug hier, oder? Das ist das Dach. Das könnte man jetzt auch als Farbtücher bezeichnen. Aber finde ich jetzt nicht so derartig schlimm. Ich habe es auch noch schlimmer gesehen. Ja, diese Tür, die ist mir rausgefallen. Die ist auch interessant gebaut. Also interessant gebaut, eingebaut, weil so ist sie und man hängt sie nur hier so rein. Also es funktioniert auch so. Aber die ist nicht vernoppt. Ja, das wären die Details vom Gebäude. Hier könnt ihr doch mal alles sehen, was es da alles gibt. Das sind die Autos. Also guckt ihr das an, was man alles an kleinen Builds hat. Also mir hat das megamäßig Spaß gemacht. Ja, und dann hier nochmal das Schild aus der Nähe. Was alles für Beleuchtungen da ist. Echt cool gebaut, super stabil. Also die anderen Schilder, die wir hatten beim Motel und bei der Tankstelle, die waren nicht so gut stabil. Und dass sie das mit der Batteriebox gemacht haben, das finde ich auch geil. Echt. Ja, kommen wir zu den Figuren. Schöne Lumibrix-Figuren. Wie immer nett und rundlich, vorne, hinten bedruckt. Ne, 3 sind hinten bedruckt. Zwei sind nur genau, 2 sind nur vorne. Diesmal haben sie keine Hosenbedruckungen. Nur der eine hat hier zweifarbige Schuhe an. Oder halt Stiefel. Ist das der Gärtner oder Verkäufer, Popcornverkäufer. Oder er geht da halt durch den Matsch, wenn es regnet. Ja, und Hundi. Ich kann über das Set sagen, gefällt mir sehr. Kinderspielset? Ich denke ja. Ich denke, das kann ohne Ende gespielt werden von einem Kind. Autos in eine Reihe stellen. Da kann ja sogar seine Videos schauen, während er damit spielt. Also ich finde das Konzept mega geil. Ich weiß nicht, ob ich das gezeigt habe auf diesen Teilen. Dieser Print auch mega cool. Und das hier mit den Preisen. Ey, gar keine Standardprints. Ah ja, hier ist auch eine Anspielung auf hier die Tankstelle. Alles dabei. Alles dabei. Ja, und ich finde, der Preis ist auch völlig in Ordnung für diese Teilezahl. Wie gesagt, es ist halt ohne diese Platte und ohne diese Straße. Das habe ich, damit man sich vielleicht besser vorstellen kann, wie das aussehen könnte. Weil hier ist ja auch nur die Rampe, weil hier geht man ja rein, hier geht man dann wieder raus. Das kann man sich ja selber aufbauen. Und in dem Video habt ihr auch gesehen, wie das in etwa aussehen kann. Ich würde sagen, schönes Set, gefällt mir sehr, sehr viele Details. Und ich bin schon gespannt, was es als nächstes in der Roadtrip-Serie geben wird. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich wünsche euch einen schönen Abend.